Heute gibt es Sushi. Einfache Maki-Rollen, nichts Außergewöhnliches, weil morgen bei mir auf der Arbeit ein kleines Buffet aufgebaut wird. Jeder bringt ein bisschen was mit. Und dafür eignen sich, finde ich, diese Maki-Rollen immer ganz gut. Da hat man einfach viele kleine, sozusagen bite-sized kleine Snacks. Es ist nicht schwer zu machen, es ist ein bisschen aufwendiger, aber nicht schwer. Ich werde nicht so tun, als wenn ich ein Sushi-Chef wäre oder irgendwie eine Autorität hätte in Bezug auf, wie kocht man Sushi-Reis perfekt etc. Ich bin sicher, man findet 1000 Rezepte dieser Art online. Heute also eine einfache Herangehensweise, so wie ich es mache. Was den Reis übrigens angeht, den lasse ich von einem Reiskocher kochen. Das heißt, dafür gibt es sowieso kein spezifisches Rezept von mir. Es steht allerdings auch auf jeder Packung Rundkornreis ein Rezept drauf. Insofern lasst euch am besten davon einfach inspirieren. Während der Reis aber im Wasserkocher ist, fangen wir schon mal mit dem Geschnippel an. Womit man die Rollen am Ende füllt, ist natürlich Geschmackssache. Ich habe mir einfach ein paar Zutaten zusammengesucht, wo ich denke, dass für jeden in einer größeren Gruppe Menschen ein bisschen was dabei ist. Ansonsten kann man aber natürlich in alle Richtungen ausbranchen. Los geht's. Dafür bereite ich erstmal eine kleine Asia-Style-Mayo vor. Dafür ist jetzt hier Eigelb drin, dann kommt Senf dazu, Zitronensaft. Das schon mal anrühren und dann kommt nach und nach Öl mit dazu. Ein paar Mal Öl nachgeben später. Sieht es dann ungefähr so aus. Einmal mache ich noch. Dann ein Schuss Sojasauce dran. Und etwas Chilisauce. Mal abschmecken. Passt. Zwar gibt es wahrscheinlich sehr viele, die da protestieren würden, wenn ich das sage, aber ich würde behaupten, dass Sushi eine gute Möglichkeit zur Resteverwertung ist. So wie zum Beispiel mit dieser Gurke, wo man sieht, die liegt schon ein bisschen, aber ist alles noch frisch und fest. Und die werden wir jetzt benutzen, um Sushi damit zu machen. Und da machen wir jetzt mal die Technik, die Mr. Hensler angewendet hat. Das heißt, ich schneide mir hier dünne Scheiben und die dann in Stifte. Ich schneide nur bis zum Kerngehäuse, damit es nicht zu wässrig wird am Ende. Wie treue Zuschauer wissen, esse ich das Kerngehäuse aber eigentlich sehr gerne. Das wird also schön weggesnackt gleich. Das war's schon. Ja, das dann in Stifte schneiden. Übrigens ein Grund, warum ich finde, dass es sinnvoll ist, das so fein zu schneiden. Je größer und dicker die Teile sind, die ihr nachher auf die Sushi-Rolle packt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es Lufträume zwischen den Zutaten gibt. Und je mehr Luftraum es in der Rolle gibt, desto instabiler ist die Rolle. Ihr könnt also die Stabilität eurer Rolle steigern, wenn ihr die Zutaten feiner schneidet. Ich habe das Gefühl, dass das schon wieder viel zu viel wird hier. Paprika. Die auch in feine Stifte schneiden. Dann habe ich hier eine schon etwas betagte Avocado. Ups. Avocado. Löst sich schon ein bisschen auf. Ist aber noch schön creamy. Und dann habe ich hier zum ersten Mal heute diese Surimi
Dampfstangen. Habe ich noch nie benutzt, noch nie gegessen, weil etwas, das schon vom Namen her ein Imitat ist, da habe ich mich bisher immer vor gescheut. Aber heute probiere ich es mal. Denn angeblich soll das heutzutage ein ganz gutes Produkt sein. Wir werden sehen. Die Dinger halbiere ich einfach einmal. Ich mache noch mit dem Messer, damit es ein bisschen gleichmäßiger ist. Wieso zur Hölle sind die Dinger einzeln verpackt? Da kommt ja noch so eine Idee. So, und dann habe ich hier Thunfisch, ganz normal aus der Dose. Und da kommt jetzt meine Mayo rein. Und dann machen wir uns eine schöne Thunfisch-Mayo draus. Ausprobieren, wie viel das am Ende wird. Oder wie viel da rein muss, damit es nicht zu sapschig wird. Das hat schon ganz gut Geschmack, aber ich mache noch ein bisschen was dran. Das ist mega lecker. Die Mayo ist voll gut geworden. Dann habe ich hier noch ein bisschen Dill. Der passt immer gut zur Gurke. Und Schnittlauch, der passt eigentlich zu allem. Der Reis ist jetzt noch sehr heiß, ist gerade fertig geworden. Wie schon gesagt, ich werde nicht so tun, als hätte ich das geilste Rezept für einen Sushi-Su, also für den Essig. Ich habe jetzt wirklich ganz simpel Reisessig mit Salz und Zucker vermischt. Und gebe das hier mit da rein. Nicht direkt alles, zwischendurch abschmecken. Nicht vergessen, dass Reis einiges davon schluckt. Das heißt, gegebenenfalls nachher nochmal nachwürzen. Der Reis wird jetzt ein bisschen abkühlen. Er sollte noch warm bleiben. Aber er sollte nicht mehr heiß sein. Ich bin sicher, jeder Sushi-Meister würde mich dafür töten, was ich hier gerade mache. Aber lasst euch gesagt sein, am Ende schmeckt's. Ich habe es schon oft gemacht. Das war viel zu wenig. So, dann wollen wir mal. Die Bambusmatte habe ich in Folie eingewickelt, einfach damit sie nicht zu schmutzig wird. Hier habe ich kaltes Wasser, ich habe auch ein paar Eiswürfel reingemacht. Übrigens hier noch ein kleiner Tipp, den ich tatsächlich von einem japanischen Sushi-Koch habe. Wenn ihr in das Wasser ein bisschen Salz reinmacht, dann könnt ihr alleine schon durch die Verarbeitung noch ein bisschen mehr Geschmack an euer Sushi bringen. So, Hände anfeuchten, nicht tropfend nass. Dann habe ich hier mein Nori-Blatt halbiert. Wir haben eine glatte und eine raue Seite. Die raue nach oben, da kommt der Reis drauf. Die glatte ist am Ende außen. Und dann schnappe ich mir hier einfach mal ein bisschen Reis. Ist noch ein bisschen heiß tatsächlich. Ich versuche mal nur von oben wegzunehmen. Wenn ihr merkt, dass es doch zu sehr noch an den Fingern klebt, einfach nochmal ins Wasser und dann sollte es wieder gehen. Und dann den Reis mit Gefühl sanft verteilen. Das heißt, nicht anpressen. Der Reis ist klebrig genug. Vorsichtig verteilen. Einfach locker verteilen und wenn ihr zu große Lücken habt, füllt ihr die einfach nochmal mit ein bisschen Reis auf. Macht nicht den Fehler, zu viel drauf zu machen. Das ist tatsächlich das, was ich regelmäßig sehe bei Leuten, die das zum ersten Mal oder einfach noch nicht so oft gemacht haben, dass die Reisschicht einfach zu dick ist. Wirklich einfach locker verteilen. Wenn irgendwo mal ein paar Lücken sind, ist das auch gar nicht schlimm. Wie vielleicht schon aufgefallen ist, lasse ich oben ein bisschen was frei. Das benutze ich nachher sozusagen als Klebefläche. Und jetzt wird belegt. Ich mache mal, weil ich es probieren möchte, als erstes eine Surimi-Rolle. Ich weiß nicht, was dazu passt. Ich mache einfach mal ein bisschen Gurke mit dazu.
Wenn hier oben oder unten ein bisschen was übersteht, ist das nicht schlimm. Zur Not schneidet man es ab. Ansonsten einfach so viel, wie man gerne drauf haben möchte. Das probiere ich jetzt erstmal so. Festhalten. Ich schnapp mir die Matte hier unten, halte hier oben fest und dann rolle ich drüber. An der Stelle hier mit dem Daumen ein bisschen Druck, damit es sich nicht öffnet. Und dann einmal rumdrehen. Wenn es einmal zu ist, mit Zeigefinger oben, Mittelfinger vorne, Daumen hier unten, einmal sanft, nicht quetschen, nur leicht andrücken und dann kann man es einfach nochmal eine Vierteldrehung weiter drehen. Dann ist es zu, nochmal sanft drüber streichen und fertig ist die Rolle. Die Rolle lege ich erstmal beiseite, die wird gleich probiert und dann mache ich die nächste. Es gibt auch so Faustregeln dafür, wie viel Reis man nehmen sollte, aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, das sollte man nach Geschmack machen. Vielleicht will der ein oder andere ja doch tatsächlich ein bisschen mehr Reis haben. Dann mache ich eine Thunfischrolle. Verteile ich den Thunfisch einfach ein bisschen. Was man jetzt am Ende zusammenpackt, das muss natürlich jeder selber wissen. Ich mache erstmal eine nur mit Thunfisch. Dieses Mal hier ein bisschen Wasser dran. In dem Fall habe ich jetzt nicht viel festzuhalten. Deshalb einfach immer mit so ein bisschen Druck. Der Bambus selber reguliert eigentlich fast schon, wann er steif wird. Das reicht völlig als Druck. Feststreifen. Und fertig. So, bevor ich jetzt weitermache, werde ich jetzt erstmal probieren, das Messer zum Schneiden der Rolle auch anfeuchten, sonst klebt's. Und es sollte gut scharf sein, deswegen habe ich auch das Messer gewechselt. So, und jetzt schnappe ich mir mal hier die Surimi-Rolle. Wie groß man die Stücke haben will, ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Bei den kleinen Maki kann man gut achteln. Bei größeren oder Inside Out wird gerne gesextelt. Ich mache hier jetzt auch mal Sechstel. Beim Schneiden auch darauf achten, dass man das Messer die Arbeit machen lässt und nicht presst. Und dann hat man idealerweise diese schönen Röllchen. Sieht das nicht hübsch aus? So, und bevor ich jetzt die restlichen Rollen mache, probieren wir erstmal. Und zwar Surimi. Sieht man das? Die Kamera will nicht. Ich habe hier ein bisschen Ponzu, also Zitrus, Sojasauce, wenn man so will. Los geht's. Es ist ganz lecker, es hat aber wenig Geschmack tatsächlich. Es schmeckt die Gurke fast mehr als das Krebsfleisch. Aber bevor ich ausmache, einmal noch Thunfisch-Mayo. Nom nom. Ist schon ohne Sojasauce lecker. Sehr gut. Also ihr habt gesehen, es ist ein bisschen Aufwand, aber es ist nicht schwer. Wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann klappt das mit der Technik. Und dann geht's wie von selbst. Also gerne nachmachen, abonnieren, liken, der ganze Kram. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin.